Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Der Monat März ist vorbei und damit ist es wie immer Zeit für ein weiteres Depot-Update. Wie bei den meisten von euch lief es auch bei mir diesen Monat nicht so gut. Mein Depot steht tief in den roten Zahlen. Doch woran liegt das? Das werden wir als erstes klären und danach einen tieferen Blick in mein Portfolio werfen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt aber einen Blick ins Portfolio werfen, kurz ein paar Informationen zu meiner Person. Mein Name ist Niklas, ich bin 22 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Seit ungefähr 2,5 Jahren lege ich aktiv mein Geld am Kapitalmarkt an. Dabei investiere ich hauptsächlich in ETFs und Einzelaktien, halte aber noch eine kleine Position Kryptowährungen. So viel zu meiner Person. Kommen wir jetzt zu der ersten zentralen Frage. Warum sind die Aktienkurse so stark abgerauscht? Der Hauptgrund dafür sind wahrscheinlich die angekündigten Zölle durch Donald Trump. Diese haben dafür gesorgt, dass im Monat März der S&P 500 um über 5,6% gefallen ist und der Nasdaq sogar um 7,4%. Auch der MSCI World in unserem Depot liegt rund 8% über den Monat März hinweg im Minus. Doch wieso haben solche Handelszölle einen so starken Einfluss? Das Problem dabei ist, dass wenn Donald Trump Zölle erhebt, die EU bereits angekündigt hatte, Gegenzölle erheben zu wollen. Im Allgemeinen führt ein solcher Handelskrieg oftmals zu Gewinneinbrüchen bei Unternehmen und zu Preissteigerungen im Inland, das heißt Inflation. Eine solche Inflation ist nie gut für Börsen. Und deswegen wird vorab schon reagiert. Der Markt beginnt zu verkaufen, da keiner genau weiß, was Donald Trump am 2. April für Zölle veröffentlichen wird. Das Wichtige ist jedoch, wir als langfristige Investoren sollten die Chance nutzen und Aktien nachkaufen. Denn antizyklisches Investieren führt zur Outperformance im Markt. Ich selbst habe über 7.300 € diesen Monat in Aktien und ETFs investiert. Welche das genau sind, werdet ihr später im Video erfahren. Wie bereits vorab schon angekündigt, liegt mein Depot in diesem Monat tief im Minus. In dem Zeitraum 1. März bis 1. April liegt mein Depot 3.471 € im Minus, was einer Performance von minus 6,42% entspricht. Damit liegt mein Aktiendepot am 1. April 2025 bei 50.613,60 €. Hinzu kommt noch eine Cash-Position in Höhe von 12.554,98 €. Das entspricht einer Cash-Quote von 19,87%. Doch welche Einflüsse hat das auf die Eckdaten meines Depots? Mein interner Zinsfuß ist durch den Einbruch auf 10,78% eingebrochen. Trotzdem habe ich über die Gesamtlaufzeit meines Depots bereits Dividenden in Höhe von 736,25 € erhalten, Kursgewinne realisiert in Höhe von 3.667 € und hinzu kommt, habe ich immer noch unrealisierte Kursgewinne in meinem Aktiendepot von aktuell 3.199,23 €. Das ist natürlich im Gesamten nicht so erfreulich, bedrückt mich selbst aber als Investor nicht so stark, da ich einen langfristigen Anlagehorizont habe und solche Kurskorrekturen man einfach hinnehmen muss. Das bietet aber natürlich, wie schon erwähnt, die Chance, Aktien und ETFs nachzukaufen, um seine Performance langfristig gesehen zu verbessern. Bevor wir aber auf die Käufe für den Monat März eingehen, werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Dividenden- und Zinserträge, die ich aus meinem Portfolio im letzten Monat erhalten habe. Im Monat März habe ich Dividenden in Höhe von 116,24 € erhalten. Dabei waren die besten Dividendenzahler der iShares Treasury Bond ETF mit einer Laufzeit von 0 bis 1 Jahre, welcher mir 46,24 € ausgeschüttet hat, und das Unternehmen Pepsi, welches mir Dividenden in Höhe von 17,57 € gezahlt hat. Damit liegt der Monat März deutlich über meiner 12-monatigen Durchschnittsdividendenrendite, welche bei 40,46 € liegt. Im Jahr 2025 habe ich damit bereits Dividenden in Höhe von 157,17 € erhalten. Daraus folgt eine Year-to-Date-Dividendenrendite von 0,31%. Wenn man das Ganze jetzt noch über den Zeitraum der letzten 3 Jahre betrachtet, liegt mein Wachstum pro Jahr bei den Dividenden bei 136,71%. Ich selbst verfolge aber keine direkte Dividendenstrategie. Ich investiere in Einzelaktien, die Dividenden auszahlen, aber nicht gezielt nur deswegen, sondern es ist eher ein Nebenprodukt. Kommen wir damit aber jetzt auch schon zu den Zinsen für den Monat März. Im Monat März habe ich Zinsen in Höhe von 28,41 € erhalten, basierend auf einem Durchschnittssaldo von 12.820,42 € und einer Zinsrate von 2,5%. Diese Zinsrate ist direkt gekoppelt an den Einlagenzins der EZB. Kommen wir damit jetzt auch schon zum wohl spannendsten Teil meines Videos, und zwar den Käufen und Verkäufen für den Monat März. Ich habe im Monat März 1.016 € in ETFs investiert. Hinzu kommen noch Einzelaktienkäufe in Höhe von 6.356 €. Somit habe ich im Monat März 7.372 € neu investiert. Man muss aber fairerweise bei den ETFs dazu sagen, dass 500 € davon meinen Sparplan ausgemacht haben. Dabei investiere ich monatlich 500 €, 70% davon in den MSCI World und 30% in den MSCI Emerging Markets EMI. Das Ganze soll als Altersvorsorge dienen und als Aufbesserung für die Rente.
Hinzu kommt noch ein Kauf in einen zweifach gehebelten S&P 500. Das ist aber auch nur eine kleinere Position und ein sehr risikobehafteter Trade, bei dem ich davon ausgehe, dass der S&P sich nochmal zwischenzeitlich erholen könnte, bevor es vielleicht entweder weiter bergauf geht oder vielleicht noch tiefer abwärts. Darauf möchte ich in diesem Video aber auch nicht weiter eingehen. Interessanter wird das Ganze dann noch bei den Einzelaktienkäufen. Dort habe ich die Unternehmen Canadian National Railway, United Health, Alphabet, Danaher, Salesforce, Novo Nordisk, Amazon und PayPal hinzugekauft. Das Ganze beruht vor allen Dingen darauf, dass diese Unternehmen überproportional zum Markt gefallen sind und ich deswegen ein Investment getätigt habe, da ich von einer Outperformance in den nächsten 2 bis 3 Jahren ausgehe. Ob sich das Ganze bewahrheiten wird, wird man in der Zukunft sehen. Falls ihr ein genaueres Video zu einer oder mehrerer dieser Aktien wollt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann werde ich für euch noch einmal ein ausführliches Video über die Bewertung des Unternehmens und den Hintergrund machen. Ich habe im Monat März aber noch einige wenige Aktien verkauft. Das beruhte vor allen Dingen darauf, dass die Positionen so klein geworden sind mit der Zeit, da ich viel mehr Geld zum Investieren aktuell habe, dass diese kaum noch Relevanz im Portfolio gefunden haben, da sie im tiefen einstelligen Prozentbereich lagen, beziehungsweise sogar deutlich unter 1%. Verkauft habe ich deswegen die Unternehmen Stellantis, Porsche, Centene, Elevance Health und AstraZeneca. Außer bei AstraZeneca. Das Unternehmen habe ich verkauft, da mir die Bewertungen zum aktuellen Zeitpunkt etwas zu hoch waren und das Ganze noch mit den ganzen wirtschaftspolitischen globalen Spannungen. Die ganzen Käufe und Verkäufe haben natürlich aber auch Einfluss auf die Asset Allocation, Regional Allocation und Industry Allocation. Und genau diese 3 verschiedenen Bereiche werden wir uns jetzt noch einmal anschauen. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt zu 65,38% in ETFs und 34,62% in Aktien investiert. Bei der regionalen Gewichtung liegt Amerika mit 69,59% vorne, gefolgt von Asien mit 16,43% und Europa mit 11,24%. Bei der Industry Allocation liegt Information Technology mit 22,85% vorne, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern mit 17,66%, dem Finanzwesen mit 12,76%, dem Gesundheitswesen mit 11,2% und den Basiskonsumgütern mit 9,95%. Die Industry und Regional Allocation wird natürlich beeinflusst durch meine Einzelaktieninvestments, welche ich hauptsächlich in den USA, Amerika und Asien tätige. Aber die ETFs tragen natürlich auch noch einen großen Teil dazu da diese auch das Hauptgewicht des Depots ausmachen. Ich verfolge bei der Industrie, aber auch bei der Regional Allocation keinen klaren Weg. Das heißt, mir ist egal, ob das Unternehmen jetzt aus der oder aus der Branche kommt. Ich kaufe immer die Unternehmen, die meiner Meinung nach am günstigsten bewertet sind, mit attraktiven Wachstumsraten, wo ich selbst eine Überrendite im Vergleich zum Markt annehme. Viel mehr gibt es dazu aber auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen. Wer am Anfang des Videos aufmerksam aufgepasst hat, der wird jetzt wissen, welche Assetklasse noch fehlt. Und zwar die Kryptowährung. Auch bei den Kryptowährungen sieht es nicht unbedingt besser aus als bei den Aktien. Vom 1. März bis zum 1. April sind auch meine Kryptodepots tief im Minus. Mein eines Depot liegt bei minus 12%, was minus 446,52 € entspricht. Damit liegt der aktuelle Portfoliowert am 1. März 2025 bei 3.180,34 €. Der Wert meines zweiten Depots beträgt 1.205,56 €. Bei den Kryptowährungen habe ich aber jedoch im Vergleich zu den Einzelaktien keine Sonderinvestments getroffen, sondern weiterhin meinen Sparplan laufen lassen. Dabei investiere ich monatlich 100 € in Bitcoin, 50 € in Ethereum und 25 € in Solana. Also in die 3 großen Coins. Und damit haben wir jetzt auch schon alle Positionen durch. Wenn man nun alle Positionen zusammenrechnet, kommt man auf ein Gesamtvermögen am 1. April 2025 von 67.554,48 €. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.